minutes, and it's like, whoa, and it blows your mind. It's all the shading and stuff. It's really well shaded. Everything looks so rounded. And you're really going to think that it's a game that's a generation ahead of its time. Yeah, brilliant. Last-second timing stuff in there where you have to jump real quick. I think a lot of people are going to be surprised at the kind of game that Donkey Kong Country is. Here we are today on our way to Redmond, Washington to take an exclusive insider's look at Nintendo's new revolutionary yet unreleased game, Donkey Kong Country. Where do they get a load of us? Guys, we finally made it. Nintendo of America, the fortress. Let's find out what Donkey Kong Country is all about. Let's go inside. Let's do it. Hey, it's Ken Lobb, development manager. Hey, man, how's it going? Donkey Kong Country, how you doing? Ken, what is the deal with this here? Yeah, we get a lot of letters, and they like to put pretty pictures on the front of the envelopes, so we'll, like, stick it on the wall, you know? So, Ken... You want a banana? No thanks. Ken, I want in on this Donkey Kong Country thing. I want on the inside. I don't know. Ken, me and you, pal, we go back a long way? Come on. What do you think? Old time's sake? Okay, I'll take you to the treehouse. The treehouse? God, I hope there's no climbing involved. Here it is. What's the password? Diddy. Password? Diddy? Yeah! You know, after about 1,000 ditties, we finally get into the treehouse. We're gonna say hello to Tony Harmon. He is the product development manager here at Nintendo. Tony, how you doing? Pretty good. Welcome to the treehouse. Thank you very much. And I want to know the story behind the game. Are you here to talk about the story? I'm the wrong guy. We need to get Dan here. This is Dan Oaks. Oh, Dan! What's up? How are you? Pretty good. Good, Dan. I want to know something about this story. Basically, we had a chance to kind of create a new story for Donkey Kong. We gave him a world to live in, some supporting characters. Foremost among those, Diddy Kong, the little Kong wannabe monkey guy. Little Kong wannabe? He's a cool little dude who follows Kong around, tries to be just like him. The story actually picks up with Diddy sitting in the jungle guarding the banana horde. No sooner does the storm start, nightfall, Kremlings come, stuff Diddy in the barrel. What are... Kremlings are the tribe of evil reptilian beings who inhabit the island, and they're very envious of Kong's banana stockpile. As we all are. Yes, as anyone would be. Yeah. And they stuff Diddy in the barrel, punt it in the bushes, and grab all the bananas and pick off with the loot. Donkey wakes up and... Next day, Kong wakes up, where's my bananas? He goes out to find him. Rescue his little buddy, find out where he is. But Kong's angry, he's got his little buddy back, but he needs his bananas. So we get the Kremlins, we got Diddy, and we get the big fella. Tony, did you have a favorite character? Are there more characters in this? There's a lot of characters. I like the whole Kong family. We got Cranky. Cranky's the star of the original Donkey Kong game. Still alive, is he? Dad or grandfather played that game. Oh, wow. Then we also have Funky Kong. Funky's kind of the California circuit kind of Funky Kong. Yeah, he That's runs nice. Funky Flights, and the Funky Flights allow you to fly around to different parts of the game. We also got Candy Kong. Candy Kong is Donkey Kong's love interest. Okay, good. I was wondering, maybe I could take a look at the game? Yeah, sure. Right over here. These guys are so easy. Yeah. This is Armand, and this is Rich. Hey, how you doing? Oh, hey. These guys test Donkey Kong Country for a living. We have hundreds of areas in Donkey Kong Country, and these guys have to play each area probably 100, 200 times each, weeding out all the bugs. This is a prototype board. There's 8 chips on this, 4 meg each, which makes it a 32 meg game, the biggest game ever. This 32 megs allows us to do a variety of action and a variety of backgrounds. We have snow levels, jungle levels, The pyramid type level. pyramid levels, The cave scaffolding levels, level. The forest levels. The industrial level. And underground, factories, all kinds of bizarre places that you wouldn't expect to find on an island. Yeah, it does. We've got a bunch of guys that call it goodies. These guys help you out. We got Ramby, who's a rhinoceros, who bashes through some walls, helps you find some hidden areas. We got Winky the frog. He's bad. He can jump on top of a lot of Espresso either. Yeah, we got Espresso. That's the ostrich, a flying ostrich with these little bitty wings and goes flapping along the top of the screen. We have a lot of other special effects we do as well. On the snow level, we have 12 different layers of snow going back and forth. We have forest levels with parallax scrolls for dimension in the game. Well, how did this project get started? Visited my friends at Rare. Rare's been working with Nintendo for a number of years, and
Tim Stamper, the head creative person there, was telling me about an idea he had to make a game out of fully rendered characters. Tim, I was just curious as to how you made them look so real. Because we're based in Twycross, we have a zoo about 2 miles away. Ah, you went to the zoo. The zoo, yeah, and had a good look at the gorillas and the monkeys, and with video cameras, it was pretty funny. Hey, big fella. Hey, there's Diddy. Diddy and Donkey. Oh, get out of the way, Diddy. How's it feel to be the prototype, fellas? Using advanced computers to produce a three-dimensional model that we can display on a computer screen. So, what do we got to eat here? Well, today we got the cream of banana soup, the banana and peanut butter sandwich. Hey, well, your name is George, George Zachary from Silicon Graphics. I was wondering if you could help me out a little bit in explaining the game. Sure, it's a really cool game. It was created on this thing called the Challenge, which is this really advanced supercomputer. Basically, picture 20 supercomputers in a box. Now, with all this technology, am I going to have to buy an adapter for my home Nintendo? Not at all. In fact, when the game was created on the Challenge, it was basically specially output to the Super Nintendo game system. So it basically comes in a cartridge, you stick it in the system, and you play. How do we make the roundness, the 3D? Actually, it was created on the Challenge, first in a wireframe. Actually, then you grow shade them, or you can Phong shade them, and then you actually texture map them. And you can even trilinearly bitmap interpolate. That sounds a little dangerous. And let me ask you this. I heard downstairs something about ACM Yeah, that's technology. advanced computer modeling. Basically, what you can do with it is it lets you create fully realistic, fully rendered 3D graphics, so the person has a sense of really being there. Same computers that were used in Terminator 2, Jurassic Park, new movies like True Lies, Mask. A year and a half later, we're closing on the finish of the game. All right, here we are. We're about to talk to two guys who play this game 24 hours a day, 7 days a week. And guess what, folks? Guess what? They get paid. This is Henry. Henry, say hello. Hey, what's up? Henry, we were wondering if maybe you could show us a couple tips and pointers. Yeah, sure, no problem. That'd be great. Okay, well, this is the first level, and this is Donkey Kong's treehouse, and that's where we got our name from. And there's a banana arrow on top of the trees when you first start. Donkey Kong can drop down there, and he can knock the keg out of the floor, and he can roll it up against the wall and bounce back and ride it. Ah. And Donkey Kong will just cruise straight through the first part of this stage, and it's a good way to get people started off. You can just bowl over some of the tougher enemies that might have gave him a problem. Right, yeah, hey, you hungry? You want a banana? No. Well, I guess I could show you something else, too. This is a snow level later on in the game. It is snowing. Donkey Kong can now ride in barrels and shoot out. And this one part here is a series of barrels, and if you can navigate it properly, almost perfect, and not miss anything, you can score a bunch of free men at the end of the level. A bunch of free men, not just one. A bunch. A blue balloon comes up, and Donkey Kong can grab it. There it is. Very hard? It's tough. You got to get it down perfect. And Wow, so you got a bunch of free men. Let's go talk to Isaac. This is Isaac. Isaac, say hello. Hello. Isaac, I was wondering maybe you could show us a couple more pointers. Possible? Yeah, I can do that. No problem. These guys are great. All right. What do we got? We got more Okay. snow. Yeah, we have more snow here. Okay. What we're gonna do is we're gonna jump on this igloo and use this really slow vulture. It looks peculiar. Peculiar enough to get us into a bonus level. Bonus. And I must say, this is one of over 100 bonus levels. 100 bonus Yeah, levels. and in this bonus level, Not you something have you see in every game. Absolutely. You have to guess which barrel that this golden medallion is gonna wind up in. Like to take a guess? Yeah, the far right. Oh, you're very good. Very good. Okay, the second tip I'm going to show you, it involves our little friend Diddy. Diddy. Yeah, Diddy's the cool guy. You walk over to this little thing here, you jump on top of it. You're going to grab that rope, let the rope take you over. Jump right on top of that little stump in the ground. Pick up the TNT. Walk over to this oil can, blow it up, fall right into another bonus level. Now, what you want to do in this bonus level is jump out of this canister here, out of this little can, and grab the balloon. So we have some pointers now. Good thing you came with us, because you learned some things today that, boy, you're not going to learn just anywhere else. You thought it was going to be a waste of your time, didn't you? Fried green bananas, bananas au gratin. Video game music should draw you into the game. In Donkey Kong Country, we had graphics that were way beyond anything else that's ever been done. We were also hoping to get some music better than anything that's ever been done. This music, for example, is very upbeat, fits with the jungle. It's an early level. The level's not very hard. The music is kind of nice. Okay, now here we have the music that goes with the water level. Now, in this level, you've just finished a really, really hard level in the game. We use this music and this fairly easy level as kind of a reward. Because the music is so good, we're putting this music on a CD.
You know, something that's big in Japan for many, many years is game music on CD. Hasn't been a big hit in America because maybe the music hasn't been quite up to what you hear on the radio is everyday time. You're gonna lose it, dude. We got massive Smurfs attacking him on the scaffold level. What are the big blue? Well, the reason why I like them is because, for one, they're big, they're blue, and they're buff. Well, and when you hit them, they kind of bounce. The morphing rocks. Those guys are so cool, man. You touch these barrels and the lights turn on and off. And these rock guys are just kind of rolled up. And you hit this light, they unroll and they start walking towards you. It's so cool. And it's really... And you got to switch them on and off. Sounds a little scary. Yeah, On Guard's the fisher ride, and he just kind of pokes you with the swordfish front and Pokes the bad guys. yeah. Do you guys get to ride? Do we get to ride minecart? Oh yeah. The minecart was a favorite stage. That's your favorite stage? Yeah, it's a pretty cool stage. You're mining? What are we doing? You're on the tracks, and a lot of them are broken, so you got to avoid, a lot of the broken tracks so you don't fall into the caverns. When we put this out, what do you think your friends are going to think about this game? I don't think really you have to tell them all that much. Once they see the pictures, they're going to be like, you have to have it, you know it, get it. It's one of those games you don't get bored with. You know, I've played it probably 100 times, over 100 times now, and I'm still getting better. I'm still getting better in stages. There's certain stages I can improve on and keep getting better. Tell you what, you better reserve this game before November 21st, because that's when it comes out in the stores. I already got mine. Nintendo Big News. Die Sensation des Jahres, der Super Game Boy ist da. Have more fun. Der heißt Super Game Boy. Das ist absolut neu, die Nintendo-Sensation des Jahres. Mit dem Super Game Boy kannst du alle Game Boy-Spiele auch auf dem 16-Bit Super Nintendo spielen. Du traust deinen Augen nicht. Alle deine Game Boy-Spiele erscheinen jetzt vielfach größer auf dem TV-Bildschirm und in Farbe. Und es geht ganz leicht. Steck einfach dein Gameboy-Spiel in den Super Game Boy. Und dann den Super Game Boy in die Super Nintendo-Konsole. Ist doch wie Zauberei, oder? Wie heißt das? Super Game Boy. Der Super Game Boy macht einfach mehr Spaß. Denn damit kannst du deine Gameboy-Spiele ganz groß und bunt erleben. So sieht das Spiel mit dem Game Boy aus. Und so mit dem Super Game Boy. Vielfach größer und in Farbe. Ich kann sogar meinen eigenen Rahmen gestalten. Entweder suchst du dir einen der 9 vorprogrammierten Spielspaßrahmen aus oder du gestaltest ihn nach deinen eigenen Wünschen. Und wenn du den Controller eine Zeit lang nicht bedienst, dann wirst du eine Überraschung erleben. Ich kann auch meine Maus benutzen. Und damit oder mit dem Controller die Farben selbst bestimmen. Viele Farbkombinationen sind automatisch gespeichert und sekundenschnell abrufbar, wie es dir am meisten Spaß macht. Zum Beispiel kannst du das Farbpalettensymbol anklicken und zwischen 32 tollen Farbkombinationen wählen, die bereits gespeichert sind. Wenn dir diese Farbkombinationen nicht ausreichen, kannst du auch deine eigenen gestalten. Klick einfach das Farbgestaltungssymbol an und lass deiner Kreativität freien Lauf. Mit 364 Farben zum eigenen Kombinieren kannst du jedes deiner Gameboy-Spiele nach Lust und Laune einfärben. Oder du willst einen der 9 gespeicherten Rahmen einspielen. Kein Problem. Einfach das Rahmensymbol anklicken. Fertig. Vielleicht willst du aber auch deinen Spielspaßrahmen selbst gestalten. Klick einfach das Graffiti-Symbol an und du kannst deinen Rahmen mit den schönsten Graffitis bemalen. Da macht das Spielen noch mehr Spaß.
Der Super Game Boy macht's möglich. Deine Game Boy-Spiele in Farbe, im großen TV-Bildschirmformat. Das heißt, vielfach größer als vorher. Und in variablen Farben. Mit Super Stereo Sound. Stell dir vor, was das bedeutet. Über 100 Game Boy-Spiele. Vielfach größer, bunter, schöner. Du findest den Super Game Boy sicher auch ganz toll. Und du hast die Wahl zwischen 2 super Angeboten. Du hast schon einen Game Boy und ein Super Nintendo? Dann fehlt dir nur noch der Super Game Boy für den absoluten Spielspaß. Damit du all deine Game Boy-Spiele immer wieder zu Hause oder unterwegs spielen kannst. Und der 76-seitige Super Game Boy Spieleberater mit vielen Tipps und Tricks ist gleich dabei. Die Sensation des Jahres. Jetzt gibt es die Verbindung zwischen der Welt des Game Boy und der Welt des Super Nintendo. Super Game Boy. Du hast schon ein paar Game Boy Spiele? Jetzt kannst du sie alle auch auf dem Super Nintendo spielen. Mit dem Super Game Boy. In Farbe, mit Stereo Sound und auf dem großen TV-Bildschirm. Spiel deine Game Boy Spiele auf dem Super Nintendo. Super Game Boy macht einfach mehr Spaß. Nintendo, have more fun. Oder du brauchst das More Fun Set, wenn dir noch das Super Nintendo mit seiner 16-Bit-Power fehlt. Im More Fun Set bekommst du alles in einem Komplettset zum super Preis. Die 16-Bit Super Nintendo-Konsole mit Hightech-Controller und das ultimative Super Nintendo-Abenteuerspiel Super Mario World. Den Super Game Boy als Adapter, damit du alle deine Game Boy-Spiele vielfach größer und in Farbe auf dem großen TV-Bildschirm spielen kannst. Und den Super Game Boy Spieleberater als tollen Ratgeber für maximalen Spielspaß. Das ist die super Spielspaß-Sensation des Jahres. Das More Fun Set von Nintendo. Da ist wirklich alles drin. Der neue Zauberadapter Super Game Boy. Spiele alle deine Game Boy Spiele auf dem großen TV-Bildschirm. 50 mal größer und in Farbe. Und mit Super Stereo Sound. Dazu die Super Nintendo-Konsole mit 16-Bit Power. Und der absolute 16-Bit Superhit Super Mario World. Ist ja toll, Mario. More Fun Set, ein völlig neues Spielerlebnis. Nintendo, have more fun. Jetzt kann der Spaß losgehen. Und wenn du das Super Nintendo schon besitzt, kannst du jetzt auch alle exklusiven Gameboy-Spiele darauf spielen. Du brauchst nur noch einen Super Game Boy dazu. Das ist cool. Super Game Boy. Das muss ich haben. Der Super Game Boy macht's möglich. Jetzt kannst du all deine Gameboy-Spiele auch auf dem Super Nintendo spielen und ganz neu erleben. Das ist eine echte Sensation. Vielfach größer auf dem großen TV-Bildschirm. In Farbe, mit eigener Farbwahl, mit selbstgestalteten Spielspaßrahmen und in Super Stereo Sound. Das ist sie, die Nintendo Big News. Have more fun mit dem Super Game Boy und dem More Fun Set. Nintendo, have more fun. Nintendo presents, so großartig wie noch nie, die Hardware-Neuheiten. Der Super Game Boy inklusive Super Game Boy Spieleberater. Damit kannst du alle Game Boy Spiele auch auf dem Super Nintendo spielen. Vielfach größer auf dem großen Fernsehbildschirm, in Farbe und mit Super Stereo Sound. Und bei den Super Game Boy Spielen wie Donkey Kong stehen dir sogar bis zu 364 Farben zur Verfügung. Die Sensation des Jahres. Jetzt gibt es die Verbindung zwischen der Welt des Game Boy und der Welt des Super Nintendo. Super Game Boy. Du hast schon ein paar Game Boy Spiele? Jetzt kannst du sie alle auch auf dem Super Nintendo spielen. Mit dem Super Game Boy. In Farbe, mit Stereo Sound und auf dem großen TV-Bildschirm. Spiel deine Game Boy Spiele auf dem Super Nintendo. Super Game Boy macht einfach mehr Spaß. Nintendo, have more fun. Das More Fun Set mit allem, was dazugehört. Der ideale Einstieg in die Welt des Super Nintendo.
Das ist die super Spielspaß-Sensation des Jahres. Das More Fun Set von Nintendo. Da ist wirklich alles drin. Der neue Zauberadapter Super Game Boy. Spiele alle deine Game Boy-Spiele auf dem großen TV-Bildschirm. 50 mal größer und in Farbe. Und mit super Stereo-Sound. Dazu die Super Nintendo-Konsole mit 16-Bit-Power. Und der absolute 16-Bit-Superhit Super Mario World. Ist ja toll, Mario. More Fun Set, ein völlig neues Spielerlebnis. Nintendo, have more fun. Hochexplosiv. Das Super Nintendo Street Fighter 2 Action Pack. Das ist Action pur. Mit der Super Nintendo 16-Bit-Konsole, mit Hightech-Controller und dem Mega-Hit Street Fighter 2. Brandneu. Die Sonderausführung mit Game Boy, Tetris und 4 Batterien. Da hast du alles in einem für super Spielspaß zu einem super Preis. So genial wie noch nie die Software-Neuheiten von Nintendo. Donkey Kong Country. Absolut sensationell. 32-Bit-Qualität auf dem 16-Bit Super Nintendo. Das heißt, absolut unglaubliche 3D-Animationen, absolut lebensechte Bewegungsabläufe und absolut fantastische Licht- und Schatteneffekte. Entdecke über 100 Levels mit tonnenweise versteckten Bonuslevels. Donkey Kong ist der King of the Jungle. Super Street Fighter 2. 32 Megabit geballte Action. Neben Donkey Kong Country das umfangreichste Super Nintendo-Spiel überhaupt. Mit 4 neuen Herausforderern und neuen Kampftechniken für alle bisherigen Street Fighter. Mit komplett überarbeiteter Grafik. Mit tollen Animationen und bombastischem Stereo-Sound. 94 Spielspaßpunkte laut Maniac 994. Stunt Race FX. Mit dem neuen, doppelt schnellen Super FX-Chip. Ein unglaublich intensives Realtime 3D-Racing-Erlebnis. Für 2 Spieler gleichzeitig. Splitscreen-Technik im 2-Spieler-Modus. 4 Rennmodi. 5 verschiedene Racing-Cars zur Auswahl. Videogames 894 vergab 92 Spielspaßpunkte. Mal sehen. 200 in der geschlossenen Ortschaft. 3 Autos gerammt. Ist das deine Kiste? Fahrerflucht! Kein TÜV. Und du hast den Blinker nicht benutzt. Ich fürchte, das hat Folgen für dich, mein Sohn. Stunt Race FX mit dem neuen Super FX-Chip. 5 verschiedene Autos, Splitscreen für 2 Spieler, 4 Spielmodi, das absolut verrückte Autorennen. Super Metroid. Das beste Action-Adventure für Super Nintendo. 24 Meg, größer als Zelda, überraschender als Mario, fesselnder als jeder Kinothriller. 95 Spielspaßpunkte. Gäbe es einen Oscar für das packendste und spannendste Videospiel, wäre Super Metroid für das Super Nintendo Kandidat Nummer 1. Schreibt Maniac in seiner Ausgabe 794. Nintendo Presents Super Metroid, das beste Action-Adventure für Super Nintendo. 24 Megs, die unter die Haut gehen. 6 gigantische Welten. Nur für Super Nintendo. Secret of Mana. Mit diesem Spiel setzt Nintendo auch im immer beliebter werdenden Rollenspielgenre neue Maßstäbe. Ein gigantisches 16-Megabit-Abenteuer. Du musst das Geheimnis des Baumes von Mana entdecken und 1000 Gefahren bestehen. Für 3 Spieler gleichzeitig mit 76-seitigem Spieleberater, batteriegestütztem Speicher und deutschen Bildschirmtexten. In einer längst vergessenen Zeit, in einem unbekannten Land, wo Friede herrschte, bis eine böse, hinterlistige Macht alles zerstören wollte, bist du der Einzige, der die Ordnung wiederherstellen kann. Aber du brauchst die Hilfe deiner Freunde und die Macht des Schwertes von Mana. Das erste Action-Rollenspiel für 3 Spieler gleichzeitig. Ein Abenteuer ohne Ende. The Secret of Mana. Nur für Super Nintendo. Die Schlümpfe. Schlumpfe sich wer kann. Die Schlümpfe sind los. Nach Comics und im Fernsehen jetzt auch auf dem Super Nintendo.
mit fantastischen Grafiken und schlumpfigem Soundtrack. Eine echt schlumpfige Angelegenheit. Mit 5-sprachigem Bildschirmtext zur Auswahl. Bis Ende Januar 95 exklusiv bei Nintendo. Hey, ihr Schlümpfe, wisst ihr schon das Neueste? Schlumpf schon los! Euch gibt es jetzt exklusiv als Nintendo-Spiel. Was? Das muss ich sehen. Hallo, wo seid ihr? Das sind ja wir, im Dorf, im Wald, auf dem See, mit tollen Grafiken und schlumpfigem Soundtrack. Und das auf allen 3 Systemen. Schlumpfig. Die Schlümpfe als Videospiel. Neu und nur bei Nintendo. Donkey Kong. Das ist doppelter Spielspaß. Das erste Gameboy-Spiel einer neuen Generation. Speziell für den Super Gameboy entwickelt, aber auch normal auf dem Gameboy zu spielen. Mit 96 neuen Levels und Superfarben auf dem großen TV-Bildschirm. Ein irrer Gorilla-Spaß. Videogames 994 vergab 90 Spielspaßpunkte. Also, jetzt zeig mir die Bestie, die dich so zugerichtet hat. Der neue Donkey Kong ist da. Super Action auf fast 100 brandneuen Leveln für den Game Boy. Und in super Farben mit dem Super Game Boy. Neu, nur von Nintendo. Donkey Kong für Game Boy und Super Game Boy. Wario Land. Die aktuelle Nummer 1 der Nintendo Top 10. Hier ist das Böse gut und Gold noch besser. Denn hier spielt Wario die Hauptrolle. Verbissen kämpft er gegen Mario, denn er will unbedingt sein Schloss haben. Ein super Spiel mit batteriegestütztem Speicher für jede Menge Action. Wario, du bist Wario. Du badest in Gold und kämpfst gegen böse Piraten. Und dann verwandelst du dich in einen Jet oder spuckst Feuer. Denn du bist der böse Wario. Wario Land in Super Mario Land 3. Neu für den Game Boy. Das macht sogar mir Spaß. Die Schlümpfe. Nicht nur auf dem Super Nintendo, auch auf dem Game Boy und dem NES wird kräftig geschlumpft. Gegen den bösen Zauberer Gurgelhals, der 3 Schlümpfe entführt hat. Eine irre Schlumpfgeschichte auf dem Game Boy. Und mit dem Super Game Boy auch noch entzückend farbenprächtig. Bis Ende Januar 95 exklusiv bei Nintendo. Game Boy Gallery. Das sind sie, die Nintendo Game & Watch Spiele. Anfang der 80er Jahre verbreiteten sie sich wie ein Lauffeuer. Hier sind 5 Game & Watch Spiele auf einer Gameboy-Kassette. Ball ist das Spiel für Jongleure. In Vermin kriegen die Maulwürfe eins aufs Haupt. Flagman verlangt ein phänomenales Gedächtnis. Manhole ist für Brückenbauer. Und bei Cement Factory ist Timing alles. Space Invaders. Neu und bisher einmalig das Gameboy-Spiel, das Super Gameboy-Spiel und das Super Nintendo-Spiel zusammen auf einer Gameboy-Kassette. Klassische Spielhallen-Action für 2 Spieler, für zu Hause und unterwegs. Das sind sie, die Nintendo Hardware- und Software-News. Have more fun, immer und überall mit Nintendo.